Silvia Schneider ist Lebensmittelretterin. Ich kann es nicht sehen, wenn das weggeworfen wird, obwohl es essbar wäre. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland pro Jahr auf dem Müll. 80 Kilogramm pro Person, so hoch wie dieser Stapel. Obwohl Menschen hungern oder sich das nicht leisten können. Und also das passt ja nicht zusammen. Dann muss man doch was tun. Essen für alle holt und verteilt ausrangierte Lebensmittel von Bäckereien und Supermärkten. Wir wissen nicht, wie viele Kunden kommen, wir wissen nicht, wie das Wetter wird, wir wissen nicht, welche Ware da ist. Ein Ehrenamt mit großen Herausforderungen. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ein Supermarkt in Hochheim am Main. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter haben Lebensmittel aus den Regalen aussortiert. Das machen sie täglich. Doch was sonst in der Mülltonne landet, bekommt jetzt sie. Wunderbar, vielen Dank. Silvia Schneiders Woche hat begonnen. Wieder 6 Tage Lebensmittel retten. Oh, was ist da jetzt drin? Einmal gucken, das müssen wir jetzt... So. Ich sortiere die so ein bisschen nach Obst, Gemüse, Suppengemüse zusammen, vielleicht Paprika, Tomate, Aubergine zusammen, je nachdem, wie viel ich habe, ob es eine ganze Kiste gibt. Also zum Schluss wird es sehen die Kisten wunderbar aus. Ich nehme die auch ganz bewusst hier einzeln raus, dann sehe ich, was nämlich oft schon abfällt, ist teilweise auch nicht mehr so schön. Hier, die sehen insgesamt nicht mehr so gut aus, dann gebe ich die weg. Das sieht doch schon mal nett aus. So, jetzt gucken wir hier, was da noch drin ist. Okay. Das viele Plastik gefällt Silvia gar nicht. Das ist auch wirklich unsere neue Zeit. Und durch die Verpackung gerade wird es schlecht, weil es im Geschäft ja relativ warm ist. Die riechen nicht gut. Hier sind einzelne Faulstellen. Aber das ist das, was der Verbraucher will. Fix und fertig gewaschene Salat, gewaschene Kartoffel. Und so kommt es dann, dass auch im Endeffekt mehr weggeworfen werden muss, weil der Verbraucher bestimmte Ansprüche hat. Wenn ich etwas wegwerfen muss, dann ist es erstmal eine Überwindung. Kann man es nicht doch noch irgendwie für was verwerten? Wir suchen eigentlich immer eine Lösung, möglichst Zero Waste, also rückstandslos alles zu verwerten. Müssen wir nachher noch mal trennen. Habe ich jetzt Karton und Kunststoff zusammen. Jetzt gibt es eine wunderschöne Zitruskiste. Ware im Netz, auch so ein Kapitel für Silvia. 80–90% sind gut und eine ist schlecht, dann muss normalerweise das Geschäft alles wegwerfen. Sie können das nicht auspacken, Sie hätten weder das Personal, noch gibt es dafür nachher noch eine EA-Nummer, wie Sie es in Ihrer Kasse dann führen könnten. Der Aufwand dafür, fürs Geschäft, ist eigentlich deutlich höher als das, was dann rauskommt. Bis zu einer halben Stunde braucht sie, um eine neue Kiste zu packen. An manchen Tagen ist sie mit dem Aussortieren gut 4 Stunden beschäftigt. Gerade nach den Feiertagen, da sind es wahnsinnige Mengen jetzt, insbesondere nach Weihnachten, Silvester. Da sind alle Leute irgendwie satt gegessen und das ist unvorstellbar. Wir denken jedes Jahr, es kann nicht schlimmer werden, aber jedes Jahr wurde es bisher schlimmer. Das Auto ist wieder mal voll. So. Ob sie das alles am Abend verteilt bekommt, denn andere aus dem Team von Essen für alle, kurz EVA, holen auch Ware ab. Klaus zum Beispiel, Silvias Lebensgefährte. Er wohnt in Groß-Gerau und nutzt immer das Lastenrad für seine Wege. 2 Schulen wird er heute beliefern, mit Backwaren, die nicht verkauft worden sind. So, wie schaut es denn aus heute bei euch? Oh, heute eine ganze Menge Süßes, da werden sich die Schüler freuen. Oh. Gibt es heute viel Süßes. Sehr Ganz viel schön. Schokocroissant noch. Ich hole mal noch eins. Ja, gern, wunderbar. Seit 2 Jahren holt Klaus bei Maike Darmstädter übrig gebliebene Brötchen, Kuchen und Stückchen ab. Sieht ganz schön viel aus. Das ist eigentlich normal, sage ich mal. Ja? So Heute weiß ein ich bisschen es. mehr Süßes, ne? Ja, ein bisschen mehr Süßes offensichtlich. Genau.
Wenn Klaus nicht käme, würde Maike Darmstädter ihre Backwaren anders loswerden müssen. Denn nur einen kleinen Teil kann sie weiterverarbeiten, zum Beispiel zu Semmelbröseln. Das meiste ginge an Bauern, um es an Tiere zu verfüttern. Aber wir produzieren ja eigentlich für Menschen und deswegen ist es uns halt lieber, wenn es dann wirklich an Eva geht. Oder im schlimmsten Fall müsste man es entsorgen, was man natürlich nicht möchten. Warum ist es überhaupt so viel täglich? Ja, weil man halt schwer planen kann, wie viele Leute wirklich kommen. Und die Erwartungshaltung ist halt immer die, ich komme 5 Minuten vor Schluss und kriege genau das, was ich haben möchte. Und dann kann man natürlich nicht jedes Mal sagen, haben wir nicht, kommt halt früher. Und dann muss man halt doch so ein gewisses Sortiment dann noch anbieten. Jetzt muss sich Klaus beeilen. In 5 Minuten soll er an der ersten Schule sein. Früher war er Berufsschullehrer. Jetzt ohne Aufgabe, das wäre nichts für ihn. Wenn ich aus dem Fenster rausschaue bei mir und gucke zu meinem Nachbar rüber, der sitzt den ganzen Tag in seinem Sessel. Das will ich nicht und kann ich nicht. Ich will da einfach aktiv sein und mich irgendwie engagieren können, dass ich da vielleicht auch mithelfen kann, so ein bisschen die Welt doch anders zu gestalten. An der Goethe-Schule, einer Schule für Lernförderung, warten sie schon auf Klaus. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ich habe wieder wunderbare Sachen hier vom Bäcker. Ihr guckt euch einfach wieder die Sachen an und nehmt einfach wieder mal raus, Wunderbar. was ihr gern hättet. Wir fangen mit dem Süßen an, oder? Ja, das wäre hier oben. Es ist Essenszeit. Die Teilchen gibt's zum Nachtisch. Rund 50 Kinder bekommen an der Goethe-Schule Ganztagsbetreuung. Klaus muss gleich weiter zur nächsten Schule. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, ne? Danke auch, ja. Bis nächste Woche. Jawohl, bis Mittwoch. Tschüss. Tschüss. 3 Schulen und ein Dutzend Kindertagesstätten erhalten Lebensmittel von Essen für alle. Eine Kiste nicht, das runterfällt. Die Champignons hat Silvia gerade mitgebracht. An 3 Tagen pro Woche liefert sie gerettetes Obst und Gemüse an die Goethe-Schule. Pass auf, heute gab es, oder beziehungsweise es gab Champignons, aber auch sowas wie Rosenkohl. Und dann finde ich es ja gut, wenn ihr Kohl und Rosenkohl dann auch mal macht, könnt sowas wie Reispfanne machen. Reis dazu machen. Sehr gut, ja. Ne? Julia Böhnke ist Lehrerin an der Schule und leitet einige Kochgruppen. Im Unterricht verwendet sie ebenfalls gerettete Lebensmittel. Das gehört zum Schulkonzept. Wir könnten Ofengemüse machen. Das macht uns einfach vielfältiger im Unterricht und die Schüler können viel mehr Erfahrungen sammeln. Weil solche Sachen, Obst- und Gemüsesorten, die wir hier kriegen, kennen manche Kinder von zu Hause aus gar nicht. Und dann können wir es entsprechend verarbeiten. Und die Schüler machen die Erfahrung, dass es auch schmeckt. Und am Ende haben wir immer ein tolles Produkt, auf die die Kinder auch stolz sein können. Also es macht schon Spaß. Ich finde es sehr gut, weil zum Beispiel hier sehen wir Orangen, Mandarinen. Und die sehen nicht mehr so gut aus. Man kann die schälen. Wenn sie unten drunter gut sind, kann man sie ja trotzdem noch essen. Und man kann sie auch einkochen. Und zum Beispiel, wir haben schon Marmelade draus gemacht oder aus Kürbissuppen und noch ganz viele Sachen. Die Schule hat auch einen eigenen Garten. Silvia hatte sie über ein anderes Projekt kennengelernt und war sofort begeistert, als sie hörte, dass mit den Schülern auch gekocht wird. Es tut natürlich auch gut, wenn man sieht, wie gut das dann wirklich auch aufgenommen wird und ankommt. Unser Vorteil ist ja einfach dahin, dass wir komplett unterstützt werden. Wir haben ja ein relativ geringes Budget für den Kochunterricht und so können wir einfach viel mehr Lebensmittel mit reinnehmen, auch sehr gesunde Produkte, auf jeden Fall, frische Produkte eigentlich auch. Ohne Eva könnten wir es nicht in dem Maße bieten. Ich bin begeistert, perfekt, danke. Von Groß-Gerau fährt Silvia in den Ortsteil Dornheim. Hier ist sie aufgewachsen und hier kennt sie fast jeden. Im Hof der alten Schule kann sie einen überdachten Platz nutzen. Die Stadt hatte ihr das angeboten. Einmal pro Woche verteilt sie mit ihren Helfern hier Lebensmittel. Vanessa ist dabei. Es reicht. Reicht. Oh, das ist aber wieder viel.
Vanessa engagiert sich seit 1,5 Jahren bei Essen für alle. Ehrenamtlich, so wie alle im Team. Also tatsächlich war ich auch erstmal Kundin hier. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch die Verteilung hier in Dornheim, weil ich auch in Dornheim wohne. Und habe dann nach 2-3 Mal selber abholen sozusagen dann gefragt, ob ich auch mitmachen kann und helfen kann. Und habe dann auch sofort positives Feedback bekommen und seitdem bin ich regelmäßig dabei. Einmal pro Woche macht sie die Abholungen bei 2 Supermärkten in Trebur und Nauheim. Silvia ist froh über jede Unterstützung, denn mit 20 Supermärkten hat sie vereinbart, mehrmals die Woche die aussortierten Lebensmittel abzuholen. Da braucht sie genug Leute, die auch tagsüber helfen können, wie Vanessa. Auch Kühlware retten sie vor dem Mülleimer. Dank Spenden konnten sie Kühlschränke und einen Transporter anschaffen. Da sie nie wissen, welche Ware die Märkte am Abholungstag rausschmeißen, müssen sie auf alles gefasst sein. Dieses Mal, ich gestehe, wir haben von einem Markt besonders viel Gemüse bekommen, weil die Kühlanlage ein bisschen zu kühl war und da war das leicht angefroren. Wobei es bei dem Kohl eigentlich überhaupt nichts macht. Das hat der einfach so überstanden. Vanessa hat Umweltmanagement studiert und arbeitet seit kurzem in einem Planungsbüro. Für Eva nimmt sie sich weiterhin einen Tag frei. Also zum einen ist es natürlich der Umwelt- und Klimaschutz. In Lebensmitteln stecken enorm viele Ressourcen, Aufwendungen, Energie, Wasser. Und ich finde es einfach ein Verbrechen, dass das einfach alles in die Tonne geschmissen wird. Und das ist das eine. Und zum anderen geht es mir auch um dieses soziale Engagement, weil wir die Lebensmittel hier nicht nur retten sozusagen und irgendwie verteilen, sondern es kommt wirklich da an, wo es gebraucht wird. Ja. Also unser Zulauf ist noch deutlich stärker geworden. Ja. Ist es bei vielen einfach knapper. Ja. Ist schon gut, dass wir das nochmal so abgestuft verteilen können. Zuerst da, wo es unbedingt gebraucht wird und nachher auch dahin, wenn noch was übrig ist, dann an alle anderen. Am Nachmittag halten Silvia und Klaus fest, was sie am Tag abgeholt und an die Schulen verteilt haben. Für ihre Organisation nutzen sie eine Internetplattform, auf die alle Helfer Zugriff haben. Das erspart Telefonate und hilft bei der Statistik. Pro Woche retten sie mit dem Team 2 bis 3 Tonnen Lebensmittel. Für Silvia, die Hauptverantwortliche, bleibt keine Freizeit. Damit muss auch ihr Klaus zurechtkommen. Sollst du sagen, wann mein Tag beginnt, kannst du machen? Der Wecker klingelt um 6 Uhr und letztendlich endet der Tag um 22 Uhr, sag ich mal. Ne? Ja, dann falle ich aber tot ins Bett. Ja, richtig. Und ne? so einen Sonntag mal zu haben, wäre schon schön, aber das klappt meistens nicht. Da arbeiten wir noch dran. Und in Dornheim bei der Verteilung, da sind es aber wirklich noch relativ wenige Helfer. Das sind erst 3 Stück für die ganze Verteilung. Kannst du auch helfen jetzt? Ich trage mich jetzt gerade mal ein, dann sind da schon mal ein bisschen mehr. Ne? Jupp, da ist er. Weil ihnen für ihr Einsatzgebiet in Mörfelden und rund um Groß-Gerau immer wieder Helfer fehlen, haben sie auf Facebook einen Aufruf gepostet. Helfer und Helfer. Ja, wir brauchen natürlich für diese viele Arbeit uneigennützige, aber zuverlässige Helfer, das ist klar. Und wir brauchen auch Leute, die wir mal am Tag einsetzen können, weil halt manche Betriebe wirklich dann am Tag abgeholt werden müssen. Herzblut und Zuverlässigkeit, das ist schon eigentlich das ganze A und O. Silvia und Klaus kennen sich seit 8 Jahren. Schon früh engagierten sie sich gemeinsam in einer Foodsharing-Initiative. Doch sie wollten es besser machen. Nicht nur retten, sondern auch organisiert Menschen helfen. In Ergänzung zu den bekannten Tafeln für Bedürftige. Zur Tafel kann man nur gehen, wenn man wirklich einen, ich sage jetzt Sozialschein hat, also einen Nachweis für ein geringes Einkommen. Und im ländlichen Raum würde keine ältere Dame oder eine Oma mit einem Schein dann irgendwo hingehen. Es wäre mit viel zu viel Stigma behaftet. Oder eine Alleinerziehende, wo es gerade mal knapp ist. Die hat gar keine Chance. Und bei uns kann man Lebensmittel retten und da muss sich auch keiner genieren. Im Gegenteil, das sind alles wirklich Lebensmittelretter von Herzen.
Vielleicht gerade heute hatten wir wieder so eine Geschichte gehört. Eine Dame abgewiesen worden, 60 Mal wegen bestimmten Dingen operiert, deswegen arbeitslos, 4 Kinder. Und die hatte wirklich nichts. Und sie hat dann von uns Lebensmittel bekommen. Sie hat so nette Dankesworte dann alleine. Ihr Lächeln und ihre oder dass wir wussten. Jetzt muss ich aber aufpassen. Also sorry. Wenn man einfach merkt, man kann wirklich jemandem helfen und wirklich etwas bewegen. Und es ist doch so einfach. Die Sachen sind da. Nur noch 1,5 Stunden bis 18:30 Uhr. Dann werden sie mit der Verteilung beginnen. Vanessa ist eingesprungen. Und Klaus hat Schirme besorgt, weil Regen gemeldet wurde. Er kümmert sich immer um das Equipment für die Verteilstationen. Bislang haben sie 4. Jedes Produkt hat seinen Platz, jeder seine Aufgabe und alles sollte perfekt aussehen. Das ist Silvia wichtig. Wenn es opulent und appetitlich aussieht und jeder Spaß dran hat, oh, das ist toll, dann ist gut. Was erhoffst du dir jetzt von heute Abend? So, oder ihr? Dass trotz des schwierigen Wetters genau die richtige Anzahl von Kunden kommt, dass genau alles nachher weg ist. Die Verteilung beginnt. In der ersten halben Stunde sind Hilfsbedürftige dran, darunter auch Flüchtlinge aus der Ukraine. Olga erklärt ihnen auf Russisch, welche Brotsorten es gibt. Ich bin Russe und wir verstehen uns gut. Für mich wichtig ist es, egal aus welchem Land Kunde kommt, dass er zufrieden geht. Ich mache weiter meine Arbeit. Vor 5 Jahren war Olga selbst in einer Notlage und Kundin bei Eva. Jetzt möchte sie anderen helfen. Viele sind Stammkunden geworden, wie Laura und Alexander aus Nauheim. Gern noch vielleicht so was Süßes für die Kinder? Ja. Passt super, wir feiern nämlich 5. Geburtstag. Immer 5. Geburtstag. Beide sind dankbar für Silvias Unterstützung. 4 Kinder hat Laura. Vielleicht kann wir damit auch was machen. Weil ja doch auch jetzt die Preise so teuer geworden sind und einfach so viel liegen bleibt in den Geschäften. Und weil wir auch Kinder haben. Und natürlich ist das Geld dann manchmal auch einfach knapper, sage ich mal so. Naja, so ein Einkauf kostet ja in der Regel schon mal so 80 bis 100 Euro. Das spart man sich dann halt, ne? Das ist halt schon, es geht schon in die Tasche. Und man hat noch was Gutes getan. Darauf kommt es ja dann letztendlich auch an. Dass es nicht in der Tonne landet. Ja. Bezahlen kann man hier nicht. Wir haben ein Wertschätzungsglas für eine Spende. Das ist schon jedem selbst überlassen. Das ist komplett abhängig davon, ja, was man halt möchte. Vielleicht auch, wie groß die Familie ist, wie viele man versorgen will. Die Spenden werden für Fahrtkosten und allerlei Material zum Kühlen genutzt. Hallo, habt ihr ein bisschen Käse da? Käse ist heute keine Tier, aber Geflügelwurst. Okay. Stefan ist gerade arbeitslos. Genau. Ich finde das hier eine super Sache. Bevor die Ware weggeschmissen wird, gehe ich lieber hierher. Man kann spenden, aber ich zahle gerne 10 Euro. Weil wenn ich das jetzt im Geschäft kaufe, sind es 50 Euro. Die erste halbe Stunde ist rum. Jetzt kommen die anderen Lebensmittelretter dran. Die nicht so aufs Geld schauen müssen. Jana und Katrin haben Essen für alle vor 4 Jahren kennengelernt. Seitdem kommen sie jede Woche. Das ist zu gut für die Tonne, ne? Das Motto von Eva. Finde ich total klasse. Mein Einkaufsverhalten hat sich völlig verändert. Ich gucke, was ich hier bekomme und was ich damit dann noch ergänzend in den Folgetagen kaufe. Ich kann das eigentlich auch bestätigen, dass man die Sachen viel mehr wertschätzt. Gucken, riechen, fühlen und dann erst entscheiden, ist es noch gut. Da hat sich das Denken schon, das Mindset völlig verändert. Peter hat heute einen Freund mitgebracht. Ansonsten kommt er mit seinem kleinen Sohn zur Verteilung. Ganz bewusst. Nachhaltigkeit, dem Sohn das auch vorzuleben, der ist jetzt 2 Jahre alt, also dass er auch mitbekommt, dass man nicht immer die neuesten Sachen, die teuersten Sachen nehmen muss, sondern auch darauf achtet, nachhaltig zu leben und seine Einkäufe zu gestalten vielleicht. Ja. Also da geht es viel ums Vorleben. Ja, bitteschön. Auch Vanessa hofft, ein bisschen Vorbild zu sein und andere motivieren zu können.
Mein Umfeld weiß, was ich mache und ich habe auch schon einige angesprochen. Die meisten haben leider keine Zeit. Das ist immer so ein Thema. Aber diese Zeit muss man sich eben wirklich aktiv auch nehmen. Weil unsere Gesellschaft ist auf ehrenamtliche Tätigkeit angewiesen, in vielen verschiedenen Bereichen, aber auch vor allem in diesem Bereich. Also gerade in diesen Zeiten jetzt muss die Gesellschaft gestützt werden. Fast alles ist weggegangen, trotz Kälte und Feuchtigkeit. Ich denke, ich kann sehr zufrieden sein. Die Kunden waren alle nett. Sie haben sich also überschwänglich oft bedankt. Also was will man mehr? Hast du einen Helfer gefunden, neuen? Vielleicht sogar 2. Am nächsten Tag ist Silvia wieder früh auf den Beinen. Bevor sie an die viele Arbeit im Büro geht, braucht ihr Bruder sie kurz auf dem Feld. Mich gibt es eigentlich nicht privat. Ich bin immer irgendwie am Sausen und immer irgendwie unterwegs für eine Sache. Jörg ist Landwirt. Silvia promovierte Biologin. Ihr Fachgebiet biologischer Pflanzenschutz. Die haben ja auch in der Saison richtig gut ausgesehen. Als junge Frau half sie ihrem Bruder, den elterlichen Hof zu einem Vollerwerbsbetrieb für Spargel und Erdbeeren auszubauen. Heute verkaufen die sich aber nicht mehr gut, wegen der Billigkonkurrenz aus dem Ausland. Jörg möchte deshalb etwas Neues anbieten und begann mit dem Anbau von Physalis, einer exotischen Frucht. Sehr schön. Doch wie haben sich die Wurzeln nach dem Winter entwickelt? Perfekt, das sieht eigentlich, guck mal hier. Guck, da unten, das ist noch alles gut in Schuss. Wunderbar. Jörg findet es gut, dass seine Schwester gegen Lebensmittelverschwendung kämpft. Er kennt das Problem aus der Sicht von Landwirten. Schon bei der Ernte müssen viele Früchte aussortiert werden, weil sie den vorgegebenen Handelsklassen nicht entsprechen. Es schmerzt mich einfach, dass wir jedes Kilo aus dem Acker rausholen wollen, ja? Aber dass die Qualität, dass der Standard so hoch gesetzt ist, dass das einfach nicht mehr zum Verkauf dann zur Verfügung steht. Aber mit Qualität meinst du doch eher die Optik, wenn irgendwo was nicht ganz so schön ist. Ja, und das ist doch das, was jetzt wichtig ist. Denn das ist ja das, was wir die ganze Zeit, wo wir 20 Tonnen Bio-Kürbis retten, weil sie einfach ein bisschen zu klein sind. Das heißt, da muss es doch Veränderungen auch geben. Es gibt zwar Lockerungen, aber Handel und Verbraucher legen immer noch Wert auf genormte Ware. Silvia und Jörg beschäftigt besonders die geringe Wertschätzung von Nahrungsmitteln. Etwa von diesen 11 Millionen Tonnen, die in Deutschland jedes Jahr weggeworfen werden, und das ist richtig eine Menge, davon werden 60% in den Privathaushalten weggeworfen. Es ist Wahnsinn, dass man das weiß, dass das einfach umsonst produziert wird und dass es einfach weggeworfen wird. Ja? Das wäre wirklich mein Appell auch an die Leute, effektiv die Nahrungsmittel zu verwerten. Das ist doch ganz klar. Wenn du jedes Stück selbst gepäppelt hast, dann willst du natürlich, dass es gut ankommt und dass alles verwertet wird. Und dann tut dir das weh. Zu Hause muss Silvia Post und viele Telefonate erledigen. Sie ruft zuerst bei einer befreundeten Eventveranstalterin an. Hallo Frau Köhler, Silvia Schneider hier. Sagt mal, wir suchen auch einen Raum, nicht nur hier in Groß-Gerau, sondern auch noch in Waldorf-Marfelden. Wie sieht's? Wisst ihr vielleicht auch, wo man so etwas bekommen kann? Ich schaue mich mal um, vielleicht gibt's ja was. Silvia sucht dringend Räume, um Trockenware wie Nudeln, Reis oder auch Dosen zwischenlagern zu können. Denn es wenden sich immer mehr Firmen und Landwirte an sie, um nicht mehr verkaufsfähige Produkte loszubekommen. So auch kürzlich wieder. Danke, viel Erfolg, ciao. Bis dann. Wir wurden angerufen von einer Großbäckerei, dass ein Programm ausläuft und dadurch gab es noch Dosen. Wunderbare Orangenscheiben und Exotenobst in Dosen, alles noch haltbar. Aber die mussten weg in der Firma und wir haben sie abgeholt. Ja, da braucht man Platz dafür, wo die hinkommen. Wir konnten zwar direkt einiges verteilen an die Kindergärten, aber natürlich nicht 2 Tonnen jetzt so ad hoc. Improvisieren, Lösungen finden. Das hat Silvia in ihrem Leben gelernt, vor allem während ihrer vielen Auslandsaufenthalte. 2 Jahre lebte sie in Japan, um nach ihrer Doktorarbeit der Biologie weiter zu forschen.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde sie Projektberaterin in der internationalen Zusammenarbeit. Sie half Frauen, eine eigene Existenz aufzubauen, zum Beispiel in der Landwirtschaft in Aserbaidschan. Oder beim Aufbau von Bäckereien wie hier in einer traditionellen Manufaktur in Armenien. Viel Herzlichkeit hat sie auf ihren Reisen erlebt, aber auch Hunger und Elend. Und sogar selbst ist sie schon in existenzielle Nöte geraten. Mir ist es auch wichtig, Leute zu unterstützen, weil ich das ja durchaus irgendwo auch aus eigener Erfahrung kenne, dass es Phasen im Leben gibt, die sind dann vielleicht mal ein bisschen schwierig und wo es dann auch wirklich eng wird, wenn es im Endeffekt nicht reicht, irgendwie ein Brot zu kaufen. Und dann ist man dankbar für alles, was da kommt und wenn man durch so eine schwierige Phase durchkommt. Heute hat sie das Glück, ein Haus zu besitzen und Mieteinnahmen zu haben. Ihr Leben dem Ehrenamt zu widmen, das geht trotzdem nur, weil sie sparsam lebt. Ich war immer schon so, dass ich eigentlich für mich eher weniger gebraucht habe. Genauso wichtig wie das Retten von Lebensmitteln ist Silvia die Aufklärung. Deshalb gibt sie Kochworkshops wie hier in der Lifestyle-Werkstatt in Mörfelden. Aber auch für Kinder an Schulen im Rhein-Main-Gebiet. Wie macht ihr das bei so einem Mindesthaltbarkeitsdatum? Beim Mindesthaltbarkeitsdatum sind sich viele unsicher. Was tun, wenn es abgelaufen ist? Wir können das sensorisch prüfen, das heißt, wir können hinschauen, was denn noch, hinriechen, schmecken, ja, und fühlen ja sowieso. Es ist eigentlich eine rechtliche Sache für den Hersteller, der bis zu diesem Datum die zugesicherten Eigenschaften, also Farbe, Geruch, Geschmack und so weiter, garantiert. Und auch, dass es noch nicht verdorben ist. Aber im Endeffekt ist es egal. Es ist ja auch auf Nudeln oder Mineralsalz. Und die halten wirklich eine halbe Ewigkeit. Das Verbrauchsdatum sollte dagegen nicht überschritten werden. Da steht oft drauf, zu verbrauchen bis. Und das ist bei allem, was viel Eiweiß enthält und roh ist und dann mit Bakterien belastet sein könnte. Also insbesondere geht es um Salmonellen und dergleichen. Und das könnte dann auch wirklich zu Durchfall führen oder Schlimmerem. Sind wir doch perfekt in der Zeit. Dann geht's ans Kochen. Selbstverständlich mit geretteten Lebensmitteln. Ein bisschen was an Rezepten habe ich mitgebracht, aber ihr könnt auch eigene Ideen einbringen. Yes. Aphrodite, die griechische Köchin, hilft beim Zubereiten der Speisen. Hier soll ein Bierteig für frittierte Champignons entstehen. Dafür nutzt Andreas sein eigens hergestelltes Brotzeitbier. Unser Brotzeitbier war eigentlich so eine Inspiration von Essen für alle und uns zusammen. Und die Idee war, dass wir uns eben beteiligen an der Lebensmittelrettung. Und im Endeffekt tauschen wir ungefähr 30% des Malzes mit altbackenem Brot aus und machen dann daraus Bier. Aphrodite zeigt Franziska, was man mit abgelaufener Milch machen kann. Und dann machen wir jetzt eine Ricotta und dann wir essen eine Ricotta. Und weil die Milch gekocht wird, ist es kein Problem? Kein Problem. Machen wir Zitrone rein und dann kommt sofort Ricotta. Sekunden. Eine andere Gruppe will aus älterem Brot einen Quicheboden machen. Zuerst zerkleinern und dann? Da kommt jetzt Wasser drauf und dann muss das so ein bisschen einweichen. Nebenan bekommt die heiße Milch jetzt Saures. Bei 2 Liter Milch braucht man 3 Zitronen. Nur der Saft. Und dann jetzt aufkochen lassen und dann kommt langsam oben. Okay. Dann nehme ich mir ein bisschen. Das schmeckt sahnig, wie Ricotta. Und ich habe eben sogar die Molke probiert und die ist auch lecker. Weiter geht's. Der Bierteig von Andreas besteht neben Bier aus Mehl, Ei, Parmesankäse, Salz und weißem Pfeffer. Das war's. Also der Pilz kommt richtig gut durch und auch der Käse mit dem Bier im Teig, sehr lecker. Die
Die Quiche mit dem Boden aus altem Brot nimmt auch jetzt Form an. Stolz? Immer stolz? Super. Ihr müsst noch schichten und ja, immer das, was drin ist, darf ja auch Dekoration sein. Dann kommt noch eine Orange drauf. Jawohl, deswegen haben wir die extra filetiert. Sehr gut. Ananas, Blaubeere mit Orangenjoghurt und Keksbröseln. Ihr habt hier gerade 2 tolle Objekte schon mal ausgesucht, einen Granatapfel und zum Beispiel auch so eine Passionsfrucht. Das sind Früchte, die reifen nicht nach, sobald sie vom Baum gepflückt sind, sondern hier trocknet höchstens die Schale ein bisschen aus. Das heißt, innen sind die noch wunderbar. Sehr gut. Und wo ihr auch aufpassen müsst, ich weiß nicht, ob ihr das, was ihr miteinander lagert. Also, was macht denn? Wo muss man da aufpassen? Tomate, Apfel, die geben Ethylen ab. Deswegen Stressgas. Das reift andere Früchte schnell. Also zum Beispiel, wenn ich will, dass die Birne weicher wird, dann lege ich die dazu. Oder dass Banane weicher, dann lege ich die dazu. Wenn ich will, dass meine Birne nicht mehr weiter reift, weil sie schon zu reif ist, oder die Banane schon zu reif, dann lege ich Abstand. Aha. Wieder was gelernt. Ah ja? Jasmin ist Umweltingenieurin. Von ihrer Schwester, die bei Eva mitarbeitet, hat sie vom Workshop erfahren. Ich finde es super toll, dass es dieses Seminar halt gibt, dass das halt einem so herangeführt wird, was eigentlich, wie viel wo weggeschmissen wird und was man aus den Lebensmitteln auch machen kann. Bruschetta zum Beispiel. Nach über einer Stunde kann angerichtet werden. Ein Buffet aus Lebensmitteln, die eigentlich im Abfall gelandet wären. Oh, guck mal da. Unser Werk ist eine Guacamole, ganz einfach. Also mexikanisch, viel Knoblauch, schön Zitrone dran, Power. Ja dann, lass uns mal essen. Auf jetzt! Bevor wir hier verhungern. So viele schöne Dinge. Nehmt mal beim Gemüse von jedem ein bisschen, damit ihr auch die Unterschiede schmeckt. Jawohl! Kanpai! Zum Schluss hat Silvia noch eine Überraschung. Den Joghurt-Blindtest. Das ist schon 7 Wochen, das ist 8 Wochen und das ist 4 Monate. Und wir müssen gucken. Jetzt! Aphrodite serviert 3 Joghurts mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Mal sehen, wer das rausschmeckt. Also 2 war nix. Und was meint Jasmin? Mir schmeckt persönlich die Nummer 1 oder die Nummer 3 am besten. Der letzte schmeckt ja überhaupt nicht. Ja, der erste am besten geschmeckt, ja. Mir hat der letzte am besten geschmeckt. Ja? Nee. Witzig. Ihr habt alle richtig geschmeckt. Und ihr habt geschmeckt, dass je länger so ein Joghurt reift, die Bakterien halt den Zucker gefressen haben und dann ein bisschen Säure ausgeschieden haben. Und dadurch ist er einfach ein bisschen saurer, ein bisschen aromatischer. Ihr habt auch geschmeckt, dass das alles noch geht. Manchmal, wenn es vielleicht in einem nicht so schönen Behältnis ist oder nicht so im Kunststoffbehältnis, dann ist es nicht so gut wie in einem Glas. Das stimmt auch. Also tatsächlich hält er im Glas länger. Lasst uns gemeinsam ein bisschen was tun für unsere Umwelt. Und nicht nur sagen, die anderen müssen. Nein, nein, nein. Wir selbst, wir können etwas tun, wir müssen etwas tun, wir tun etwas. Danke euch. Und das ist Jasmins Schwester, die ihr den Kochworkshop empfohlen hat. Seit Simone bei Eva aktiv ist, ernährt sich ihre Familie zum Großteil aus geretteten Lebensmitteln, obwohl sie nicht sparen müssen. Simones Mann verdient gut und sie macht als Bauingenieurin Berufspause. Es tut mir
mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie viel Lebensmittel weggeschmissen werden, weil Eva geht ja nur an den Tagen in die Supermärkte, wo die Tafel nicht abholt. Und da fallen halt oftmals auch so viele Lebensmittel an, die schnell dann verarbeitet werden müssen, gegessen werden müssen, dass wir, weil ich sehr oft und sehr viel gehe, dass es reicht, um uns damit zumindest abzudecken. Simone übernimmt an 4 Tagen die Abholungen. Heute ist sie bei Rewe in Groß-Gerau. Die meisten Kisten bringt sie zur nächsten Verteilstation. Einen kleinen Teil darf sie behalten, so hat es der Verein festgelegt. Daheim in Wolfskehlen, einem Ortsteil von Riedstadt, hilft ihre Schwester Jasmin beim Ausladen. Sie wohnt im selben Haus und arbeitet oft im Homeoffice. Noch mal ein paar Erdbeeren? Ja. Erdbeeren? Ja. Und die Melone. Wir müssen mal gucken, die hat nämlich ein bisschen eine Stelle, die nicht so schön ist. Dass wir uns die besten Stellen raussuchen. Auch Simones Mutter wohnt im Haus. Sie kommt gerne vorbei, um gemeinsam zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Charlotte hat nicht viel Rente und ist angewiesen auf Unterstützung. Wenn man eine kleine Rente hat, ist das schon mit der Tafel so eine Sache gewesen. Geht man hin, geht man nicht hin. Es ist so ein eigenartiger. Das ist genauso, wenn man vielleicht Arbeitslosengeld kriegt oder irgend sowas. Oder ja, so eine Abstufung. Und das ist halt ein eigenartiges Gefühl. Und da war ich ein bisschen skeptisch, aber sie hat sich damit drum gekümmert. Und da haben wir das gemeinsam gemacht und sind mal gemeinsam zur Tafel. Als wegen Corona die Tafeln dicht machten, entdeckte die Familie das Team von Essen für alle, die weiter Lebensmittel verteilten. Seitdem nutzt Charlotte das Angebot von Eva. Hier braucht sie keinen Rentenbescheid vorzulegen. Finde ich jetzt ganz toll, weil wir alle davon profitieren und tun auch was Gutes, dass nicht so viel produziert wird, sondern das, was übrig ist, dass das noch verwertet wird. Dann hat man irgendwie ein schönes Gefühl, ein gutes. Also finde ich auch schön, dass das Simone macht und auch die Jasmin mithilft. Und ich bin da voll dahinter. Prima, danke schön. Jasmin nimmt einmal pro Woche gerettete Backwaren mit ins Büro. Das kommt gut an. Und was halten Klaas und Mathis von Essen für alle? Wenn man da so rein wächst, so ein bisschen, dann ist es, glaube ich, noch nicht so schlimm, wie wenn man schon älter ist. Da ist man, glaube ich, skeptischer. Aber ja, für mich ist es mittlerweile einfach normal. Klaas mag das Obst sogar lieber als das aus dem Laden. Auch Bananen. Wenn die dann bei der Eva landen, haben die ja schon braune Flecken und dann sind die ja erst richtig ausgerafft und dann schmecken sie ja auch sehr süß. Samstag. Großkampftag für Silvia und ihr Team. Lebensmittelrettung bei 10 Supermärkten und einer Bäckerei gleichzeitig. Verteilt wird heute in Wallerstetten, einem Stadtteil von Groß-Gerau. Direkt hinter der Dorfkirche bauen sie jeden Samstag ihre Station auf. Jetzt müssen sie einen Zahn zulegen, um pünktlich um 14:30 Uhr mit ihren Ständen fertig zu sein. Denn bei 10 Abholungen kommt ordentlich viel Ware zusammen. Klaus ist noch nicht da, aber Peter Reimer. Ja, der ist eben gekommen. Der ist eben gekommen. Ja, perfekt. Da brauchen wir die Schürzen. Wo ist mein Klaus? Hi. Er ist eigentlich bisher nur Kunde. Silvia hatte ihn gefragt, ob er als Helfer mit einsteigen kann. Einmal die Sachen irgendwie vielleicht ins Auto werfen. Kann ich die bei dir reinschmeißen? Ja. Bist du mit dem Fahrrad, mit dem Lastenrad? Ich bin mit dem Fahrrad, mit dem normalen Rad, ja. Ah, Ein bisschen Gegenwind, aber geht. Vielleicht kannst du heute Simone am Stand mal helfen und die kann dir dann auch einiges erklären.
Dann ist endlich Klaus da mit den Backwaren und Olga kann ihren Stand vorbereiten. Simone kümmert sich derweil um Peter. Er war schon bei einer Abholung dabei und lernt jetzt das Verteilen kennen. Peter ist Sprachwissenschaftler. Nachdem ich gerade fertig promoviert habe und in so einer Zwischenphase bin und Kapazitäten frei habe, habe ich mir gedacht, ich setze sie sinnvoll schon mal ein. Jetzt habe ich gerade Zeit, wer weiß, was im halben Jahr ist. Der Helferaufruf auf Facebook hat nicht viel gebracht, aber dafür Silvias Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir sind in der glücklichen Lage, dass sich ganz tolle Leute gemeldet haben, ein paar. Und ja, das macht auch richtig Spaß. Ja, und wir sind hier so eine bunte Mannschaft von überall. Es ist 2:30. Sie haben den Aufbau wieder pünktlich geschafft. Die Verteilung beginnt. Hallo. Hallo, meine Süße. Ein Prost, wie immer. Olga aus Russland verteilt wieder Brote und Stückchen. Najib aus Afghanistan hilft beim Gemüse und Emilia aus der Ukraine ist fürs Obst zuständig. Noch was dazu? Und dann bei meiner Kollegin weitergehst. Ne? Dankeschön, Tag noch. Silvia hat bereits einige Worte auf Ukrainisch gelernt, aber noch nicht, was Huhn oder Schwein heißt. Und das andere ist Kikeriki. Ah ja, was soll? Das versteht jeder. Also Masla kenne ich schon. Was ist das? Butter. Auf Ukrainisch? Ja, Sir, Käse. Also die Standard kennen wir schon. Und wenn die meisten versorgt sind, dreht Klaus samstags gerne auf. Für mich hat es auch mittlerweile noch ein kleines bisschen einen anderen Charakter bekommen, das Ganze. Denn gerade durch unsere Verteilung ist sagen wir mal, ein Umfeld auch entstanden, wo man so soziale Aspekte einfach mit beobachten kann. Da kommen dann auch Leute, die ein bisschen was von sich erzählen. Also es ist nicht mehr nur noch Lebensmittel retten, sage ich mal, sondern das Ganze drumherum. Und Peter, was nimmt er mit? Wird er Helfer werden? Ja. Schönen Tag. Dankeschön. Das Verteilen. Interessant. Man sieht mal, wie das ist, aus Verteilersicht praktisch zu dosieren, dass jeder etwas abbekommt. Ja, positives Fazit. Ich werde zur Verfügung stehen, wenn man mich braucht. Einen geeigneten Raum, um Trockenware zwischenzulagern, hat Silvia allerdings noch nicht aufgetrieben. Aber da wird sie auch noch eine Lösung finden, so wie sie bislang für alles eine gefunden hat. Zum Beispiel auch für die Lebensmittelreste, die nach der Verteilung übrig bleiben und für Menschen ungenießbar sind. Auf dem Hof Franzmann in Groß-Gerau sind sie wahre Leckerbissen. Man sieht das schon, wer hier der Chef ist. Und der schubst normalerweise auch die anderen dann alle davon. Er darf da mal zuerst fressen. Wer freut sich da nicht, wenn er das sieht? Alles wird verwertet, nichts wird verschwendet. Alles wird irgendwie noch zurück in den Kreislauf der Natur geführt, aber nicht einfach so weggekippt, sondern halt noch abgestuft dort, wo es am besten verwertet wird. Und wie geht's jetzt für Silvia weiter? Unsere Vision ist eigentlich, dass es Essen für alle bundesweit gibt. Dass es die Ergänzung zur Tafel ist. Eigentlich würden wir gerne komplett überflüssig sein, aber das wird nicht geschehen. Natürlich muss an allen Ebenen etwas passieren. An der Gesetzgeberfront, im Handel und bei den Verbrauchern. Und ich glaube, wenn alle zusammenwirken und wenn jeder seinen Teil beiträgt, dann können wir was schaffen und es ist auch unbedingt notwendig. Die Rinder bei Franzmanns sehen jedenfalls so aus, als hätten sie gern noch Nachschub. Und Silvia? Sie hofft auf noch mehr Helfer, die sich in der Lebensmittelrettung engagieren und dass sich an weiteren Orten in Deutschland neue Eva-Ableger gründen. Okay.